Herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Pull Up in Dip. Mein Name ist Flex und heute zeige ich dir 3 Übungen, die du vorbereitend für den Handstand machen kannst. Kommen wir zur ersten Übung für den Handstand und zwar den Face-to-Wall Handstand. Bevor wir aber starten, ist es ganz wichtig, dass du erstmal deine Handgelenke ordentlich warm machst. Dann gehen wir an eine Wand, stellen uns mit der Ferse an die Wand, merken uns hier, wo der große Zehen ist, weil da sollte später unser Handballen quasi platziert werden. Wir gehen in eine Liegestützposition, bringen ein Bein so weit wie möglich an der Wand an und laufen langsam aber sicher an die Wand. Die Hände sind schulterbreit platziert. Wir drücken uns aktiv raus, ziehen den Bauchnabel ein, spannen den Hintern an und halten diese Position. Oh Gott. Gut. Hier extrem wichtig, dass du gerade stehst, dass du die Bewegung bzw. die Position maximal kontrollieren kannst, dass du stabil stehst. Wenn du dich am Anfang noch nicht traust, wirklich ganz an die Wand zu gehen, dann bleib gerne etwas weiter weg von der Wand und taste dich über die Wochen langsam aber sicher näher zur Wand, damit du immer mehr Sicherheit gewinnst. Grundsätzlich schau, dass du dich aus der Schulter raus drückst, tendenziell die Arme, die Hände in den Boden reinschraubst, damit du hier einen Drehmoment, sage ich mal, entwickelst, um da wirklich maximale Stabilität in der Schulter zu bekommen. Das ist der Punkt, den 95% aller oder 100% aller Anfänger falsch machen. Das macht jeder falsch. Dann das Becken, dass du versuchst, das Becken hier nicht so zu platzieren, sondern den Bauchnabel einzuziehen, Hintern anzuspannen, Becken nach vorne rotieren in ein PPT und diese Position angespannt halten. So solltest du an der Wand stehen, von der Seite betrachtet nochmal zack, Hand nach oben und hier deinen Rippenbogen solltest du nicht so überstrecken, sondern ausatmen, zusammenziehen, die Schulter ausrichten und dann in einer geraden Linie stehen. Wenn du hier Probleme in der Schulter hast, grundsätzlich, dass du sie nicht gerade bekommst, dann musst du an deiner Mobility arbeiten. Aber das ist die Basis für jeden Handstand. Wenn du es nicht schaffst, technisch korrekt hier an der Wand zu stehen, brauchst du gar nicht an einen freien Handstand oder sonst irgendwas denken. Warum arbeiten wir mit dem Gesicht zur Wand, um die perfekte Linie zu bekommen? Wenn ich jetzt mit dem Rücken an die Wand gehe, dann hänge ich im Endeffekt immer in einer Banane und kann es nie von Anfang an wirklich erlernen, auf was zu achten ist, beziehungsweise nie die perfekte Linie einnehmen und somit lerne ich von Anfang an den falschen Handstand und werde nie eine richtig schöne gerade Linie hinbekommen. Das ist extrem wichtig, dass du das weißt und lernst, dass du da einfach den Fokus drauf legst. Kommen wir zur nächsten Übung, zu den Face-to-Wall Handstand Fuß Taps nenne ich das Ganze. Und zwar läuft es so, dass du diese Übung erst machen solltest, wenn du zu 100% safe, sicher an der Wand stehst. Ja? Dass du quasi die erste Übung, die wir jetzt besprochen haben, solltest du mindestens 20 bis 30 Sekunden problemlos an der Wand stehen können. Wenn das möglich ist, kommen wir in den nächsten Schritt und zwar wir gehen wieder an die Wand hoch, nur gehen wir etwas weiter weg von der Wand. So circa. Wir richten uns wieder aus, nehmen einen Fuß weg von der Wand und alternieren mit unseren Füßen. Am Anfang kannst du erstmal einen Fuß an die Wand nehmen, zweiten weg, dann wechseln
Und das Ganze sollte dann in eine Richtung gehen, dass du das Ganze immer langsamer, kontrollierter machst und immer mehr freistehende Zeiten bekommst. Dass du im Endeffekt deine Hüfte genau über der Schulter platzierst, dass du eigentlich schon frei stehst, aber die Füße immer noch an der Wand arbeiten, um einfach den Körper auch zu lernen, zu stabilisieren, während die Füße arbeiten, weil das ist genau das, wenn wir später in den freien Handstand aufschwingen, werden wir da auf jeden Fall das Ganze brauchen und dann wirst du dich da auch schon extrem sicher fühlen, weil du es an der Wand einfach schon beherrschst. Kommen wir zur dritten und zur letzten Vorübung für den Handstand und zwar einfach, dass wir von diesem Face-to-Wall-Handstand in den freien Handstand gehen, damit wir hier lernen, frei zu stehen. Das heißt, wir gehen wieder an die Wand, suchen uns die perfekte Entfernung zur Wand, so ungefähr, richten uns aus und gehen in den freien Handstand. Diese Übung solltest du dann auch erst angehen, wenn du mit den Fußtaps keine Probleme mehr hast, wenn du da Kontrolle auf den Händen bekommst, lernst, wie du deinen Körper ansteuern sollst, dann gehst du in den freien Handstand und versuchst es dort, Kontrolle zu bekommen, Kontrolle zu erlangen und einfach Qualitätsvolumen zu sammeln, damit du einfach so viel Zeit wie möglich auf den Händen verbringst. Was hier gesagt sein sollte, ist, dass du bitte nicht zu viel machst, also nicht jeden Tag unbedingt, 2 Stunden, weil früher oder später werden sich deine Handgelenke bei dir melden. Also dosiere das Ganze sinnvoll, von mir aus 4-mal, 5-mal die Woche jeweils 10 bis 20, 30 Minuten am Anfang und das kannst du dann sukzessive steigern. Hier auch wichtig, lieber ein bisschen weniger, aber dafür qualitativ hochwertiger. Und wenn du merkst, du kannst dich nicht mehr konzentrieren oder hast einfach nicht mehr den Fokus auf deinen Körper, dann lass es gut sein und mach's 1 Tag, 2 Tage später das gleiche nochmal und schau einfach da, dass du auch wirklich dann vorankommst. Viel mehr Übungen möchte ich dir an dieser Stelle nicht mitgeben, weil du dadurch einfach den Fokus aufs Wichtigste verlierst, wie bei den meisten. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen, wie sie es angehen sollen. Das sind auf jeden Fall 3 Übungen, die du vorbereitend für den Handstand machen kannst. Wenn du es schaffst, Face-to-Wall in den freien Handstand zu gehen und da 10, 20 Sekunden zu stehen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis du im freien Handstand stehst. Dann musst du nur den Aufschwung lernen und dann hast du den Handstand gemeistert. Auch hier, habt Geduld. Es war jetzt ein kurzes Video, wo wir das vorgestellt haben. Das kann aber auch bis zu einem Jahr dauern, dass du hier hinkommst. Da nur von vorne ab, dass ich dir da nicht irgendwas verspreche, sondern auch ganz klar die Erfahrung das gezeigt hat, dass es sowas ein halbes Jahr, ein Jahr sind normale Zeiten, um den Handstand auch wirklich zu meistern. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Handstandtraining. Wenn du noch mehr Input brauchst, wenn du ein strukturiertes Training für deinen Handstand brauchst, dann komm gerne in die Calisthenics Academy. Dort haben wir strukturierte Pläne, wie du von A nach B kommst, wie wir diese Übungen sinnvoll in ein Trainingssystem einpflegen, um aber auch andere Übungen zu erlernen. Dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Klick auf den Link, schau dir das Ganze mal an. Hast 7 Tage kostenlose Probezeit, da kannst du zu 100% alles nutzen, testen und dann Videos an uns einsenden, damit wir dir Feedback geben können, damit du das auch wirklich vernünftig richtig ausführst und dann steht dem Handstand nichts mehr im Wege. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, dein Flex, ciao, mach's gut.